Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 7 2025. Und das hier, das ist meine 22. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 7 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Auf diese Ausgabe habe ich mich richtig gefreut. Was ist auf dem Cover? Full Throttle, Vollgas, der große Testbericht. Und ey, diese Ausgabe, die ist echt dick. Die hat über 160 Seiten. Was für ein Schmöker und ein Beweis. Mitte der 90er war spielemäßig auf dem PC einfach der Hammer. Und man sieht's auch hier, ne? Star Trek, A Final Unity im Test. Dann Quad-Speed-Laufwerke, die Technik schläft nicht. Und hier unten vor allem eine Cover-CD-ROM mit unfassbar vielen Demos. Rebel Assault 2 ist drauf. Terminal Velocity, das habe ich wahnsinnig gern gespielt. Ein Hammer 3D Zero-G-Shooter. Jacked Alliance, außerdem Tank Commander, Braindead 13, Machiavelli, Bing. Also wahnsinnig, ganz viel auf der CD-ROM. Wir schauen mal zusammen rein. Und ich sage ja, Mitte der 90er ist PC-spieletechnisch einfach unfassbar genial gewesen. Und das zeigt sich auch hier an den Messen. Hier die Electronic Entertainment Expo, kurz die E3, was da vorgestellt wurde im Jahr 95. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Hier unten Schatten über Riva mit einem tollen Bild. Und ich weiß, da habe ich mich extrem lange, extrem großartig drauf gefreut. Und dann war es grafisch überhaupt nicht das, was ich mir erwartet hatte. Also das schwarze Auge, Schatten über Riva, ne? Dann hier haben wir hier gewaltige Explosionen bei Magic Carpet 2. Wir haben High Octane. Wir haben hier oben The Need for Speed Teil 1. Immer noch einer meiner Lieblingsteile dieser Reihe. Dann geht es hier weiter. Schaut mal hier oben. Rebel Assault 2 ist dabei. Dann LucasArts mit Kids Software. Mortimer and the Legend of the Medallion. Das war auch so ein Rail-Shooter mit einer Schnecke. Also ich muss mal gucken, ob man das noch irgendwo spielen kann. Das war wirklich kurios, muss man sagen. Dann hier unten Destruction Derby, natürlich der Klassiker auf dem PC und auf der Playstation vor allem. Und Wipeout ist hier unten noch. Und der Wahnsinn, oder? Hier auf dieser Seite ist mir aufgefallen, Urban Decay, hier guckt mal da drüben. Ich dachte ja, nach Extatica kam nichts mehr im Punkto Ellipsen-Grafik und tatsächlich, das scheint ja wirklich nochmal aus dieser Technikschiene zu kommen. Das sagt mir gar nichts. Urban Decay, da muss ich mal genauer recherchieren, was das war. Aber auf dieser Seite sind wieder Titel, die mir etwas sagen. Hier oben Screamer oder auch Bleifuß in Deutschland. Ein richtig schnelles Rennspiel im Stil von Ridge Racer. Hier unten eine Vorschau auf Z, die Strategielegende. Und hier drüben natürlich eine Vorschau, ein Artikel, eine Box auf Wing Commander 4. Oh mein Gott, das war ja auch schon bald wieder im Anrollen. Also ich sag ja, Mitte der 90er, der Hammer, was da auf dem PC-Spielemarkt los war. An das kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern, beziehungsweise ich hatte es vergessen. Primal Rage, erinnere ich mich, dass ich das damals in Videos gesehen habe und es war natürlich sehr kurios. Klopperei mit Dinos. Es hatte so ein bisschen vom Stil her die Grafik von Mortal Kombat, also digitalisierte Grafiken. Das war schon sehr kurios. Leider, muss ich sagen, habe ich es aus den Augen verloren. Ich kann euch nicht sagen, war das gut oder nicht. Vielleicht habt ihr es ja gespielt. Ich hatte nämlich tatsächlich nach Mortal Kombat dann noch eine Zeit lang mit Tekken auf der Playstation beschäftigt, genauer Tekken 3, zusammen mit einem Freund. Und dann bin ich eigentlich den Prügeleien weitestgehend entgangen. Es war einfach nicht mein Genre. Deshalb Primal Rage, wer es gespielt hat, würde mich interessieren, ob das gut war. Das Spiel des Monats dürfte wohl wieder jedem bekannt sein, egal ob er Strategiespiele geliebt hat oder Strategiespiele, so wie ich, eher nicht so geliebt hat, weil sie entweder nicht so sein Genre waren oder er einfach schlecht drin war. Bei mir traf beides zu, aber natürlich Jacked Alliance habe ich mir damals angeschaut, schon allein deshalb, weil es auf der CD-ROM als Demo drauf war. Das war wirklich ein Strategiekracher. Es war mir zu schwer. Ich war einfach nicht derjenige, der bei sowas den Überblick behält. Aber ich erinnere mich, dass einige meiner Freunde das sehr gern gespielt haben. Ebenso die Riege, die diese Art Spiele mochten. Und es war auf jeden Fall ein richtig genialer Vertreter aus der Strategierichtung.
Und es war eben nicht nur grafisch richtig gut für 1995, sondern es war auch taktisch richtig grandios. Es hatte eine Menge Hintergrundinfos, die man beachten musste, Dinge, die im Hintergrund laufen konnten. Es hatte eine riesige Map, also für Strategieliebhaber wirklich ein gefundenes Fressen. Jacked Alliance, ja, das war ein richtiger Kracher. Da hat er auch etliche Nachfolger dann nach sich gezogen, beziehungsweise natürlich indirekt dann einfach auch Nachahmer nach sich gezogen. Man sieht's hier, die PC Games war damals nicht so ganz überzeugt, was die Grafik angeht. Ich habe ja gerade gesagt, ich finde die eigentlich ziemlich gut und ganz ehrlich, ja, aus heutigem Gesichtspunkt mag ich diese Retro-Grafik tatsächlich viel, viel lieber als alles andere. Das funktioniert für mich tatsächlich bis heute immer noch. Also Jacked Alliance vielleicht wirklich nochmal ein Blick wert für die Strategieliebhaber unter euch. Aber Spielspaß 90% und Spiel des Monats hatte es natürlich trotzdem verdient. Tatsächlich habe ich nicht alles immer als Vollversion gespielt, sondern ich war ein fleißiger Nutzer der Demo-CD-ROMs. Nicht nur der PC Games, sondern manchmal auch von anderen Magazinen, gerade dann, wenn sie exklusive Demos anboten. Aber die PC Games waren natürlich, was Demos angeht, in der Zeit wirklich extrem gut ausgestattet. Auch das hier, Slipstream 5000. Ein Rennspiel, ein Hover-Rennspiel, Jagd durch Tunnels. Es hatte so ein bisschen was von Descent, es hatte schnelle Grafik. Es war ein ziemlich ungewöhnliches Setting. Mir hat die Demo extrem viel Spaß gemacht. Nicht so viel, dass ich gesagt hätte, ich muss das jetzt unbedingt haben, ich muss das unbedingt spielen. Und ich erinnere mich auch, dass es von der Steuerung her nicht ganz so optimal war. Es hatte so seine Zipperlein und außerdem kam zu dieser Zeit ja dann auch High Octane raus von Bullfrog und das war bei mir dann eindeutig höher angesiedelt als Slipstream 5000. Das Titelthema war nicht Spiel des Monats, aber riesengroßer Testbericht, natürlich mit einer Menge Screenshots, Vollgas, Full Throttle aus dem Hause LucasArts, der neueste Adventure-Streich. Für mich damals ein grandioses Spiel, ich habe das total geliebt. Ich habe euch auch hier nochmal die Packung, schaut mal. Da haben wir sie, die Eurobox. Das ist die Originalbox, wie ich sie mir damals geholt habe. Die CD ist noch drin, sie funktioniert tatsächlich auch immer noch. Und man sieht schon an der Verpackung, was hier unten steht, Interactive Road Movie. Und das war Vor- und aber auch Nachteil von Vollgas. Denn man sieht es an den großen Screenshots, es hatte wahnsinnig tolle Videosequenzen, es war eine interessante Story, vielleicht nicht für jeden, aber für mich hat sie wahnsinnig gut funktioniert. Aber der Adventure-Anteil war einfach nicht so groß, wie man sich das von LucasArts gewünscht hätte. Da haben doch viele gesagt, irgendwie große Story, tolle Animationen, aber wo ist denn der Rätselspaß? Und die Rätsel waren nicht mal schlecht, ich fand es eigentlich ganz passend, aber sie waren immer relativ kurz und die Locations waren teilweise einfach nur sehr, sehr schnell abgearbeitet. Schade, schade. Ich denke zum Beispiel an Pete's Nerds Farm, wo man dann zwischendurch mal ist. Wer das Spiel gespielt hat, wird wissen, worum es geht. Wer nicht es weiß, kann ja mal in mein Gameplay-Video reinschauen. Da ist man dann mal ganz kurz, macht eine Kiste auf und dann geht es schon weiter mit der nächsten Zwischensequenz. Warum an solchen Locations nicht mal 5, 10 oder mal auch 20 Minuten Rätsel einbauen? Das hätte es durchaus hergegeben. 2, 3 Räume, wo man ein bisschen was machen muss und dann geht's mit der Story weiter und dann wären doch alle zufrieden gewesen. Naja. Nichtsdestotrotz, Vollgas, eines meiner absoluten Lieblingsspiele und im Jahre 1995 für mich absolut das Highlight aus dem Hause LucasArts. Der Raider, das ist ja nun wirklich keines der Spiele, die ich jemals angefasst hätte. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich mich daran noch so gut erinnere. Ich meine, es hat einer meiner Schulfreunde ziemlich exzessiv gespielt und ich habe es damals schon nicht verstanden. Es hatte für mich eine absolut unattraktive Grafik und einen wirklich langweiligen Spielablauf. Ich habe nicht verstanden, warum man da Stunde um Stunde rein versenkt, aber offensichtlich gab es einfach Leute, die in sowas gern ihre Zeit investiert haben. Vielleicht auch unter euch, dann hattet ihr hoffentlich Spaß damit. Warum auch nicht? In den Tipps und Tricks ist mir eine Sache ins Auge gefallen, was so richtig typisch 90er Jahre ist. Nämlich hier, guckt mal, XCOM Terror from the Deep mit einem Hex.
Cheat, also hexadezimales Cheaten. Wer nicht weiß, wie es geht, man nahm einen Spielstand oder einen Teil des Spiels, hat sich eine Datei hervorgekramt, hat diese in einem Hexadezimal-Editor aufgemacht und hat dort dann gezielt irgendwelche Zahlenwerte verändert. So hatte man zum Beispiel dann bei XCOM Terror from the Deep eine Menge Geld, ohne irgendwas dafür getan zu haben. Und da konnte man sich natürlich dann richtig gute Ausrüstung kaufen. Und ich glaube, ich war ja wirklich strategietechnisch echt nie wirklich gut. Ich glaube, bei XCOM habe ich das damals tatsächlich genauso gemacht. Interaktive CD-ROM-Spiele waren zu dieser Zeit noch immer sehr angesagt. Wir denken an Creature Shock und hier ist der Test zu Daedalus Encounter. Und das ist in meiner Erinnerung auch tatsächlich eines der Spiele gewesen, die zwar optisch toll anzusehen waren, aber spielerisch halt einfach nicht so wahnsinnig aufregend. Damals hat das funktioniert, hat das einigermaßen funktioniert. Heute funktioniert es tatsächlich nicht mehr gut, also zurückgehen zu diesen Spielen ist echt schwer. Creature Shock, da habe ich mich sehr schwer damit getan. Daedalus Encounter hat bei mir auch nicht wirklich mehr so richtig eingeschlagen. Da war meine Lust nach diesen interaktiven CD-ROM-Spielen schon etwas abgeklungen. Tia Career war in diesem Spiel wirklich richtig gut, also gespielt war es toll. Es war auch technisch gut produziert, aber spielerisch einfach, ja. Da war die Zeit interaktiv CD-ROM bei mir dann schon irgendwie vorbei. In einem der vergangenen Hefte war der Vorschaubericht zu Flight Unlimited und mir ist es aufgefallen, weil es mir damals überhaupt nicht aufgefallen ist. Also es hat mir überhaupt nichts gesagt. Es war nicht unbedingt meine Art der Spiele, aber es sah grafisch sehr beeindruckend aus. Und hier ist jetzt der Testbericht und es sieht grafisch immer noch extrem beeindruckend aus. Also für 1995, meine Güte, was für eine Wahnsinnsgrafik. Und das war wohl auch wirklich so. Aber der Testbericht verrät es, spielerisch war wohl nicht ganz so extrem viel los. Aber tatsächlich fällt mir das echt schwer, das zu beurteilen, weil ich es, wie gesagt, nicht gespielt habe. Also alle Kenntnisse sind wirklich hier aus dem Testbericht. Vielleicht habt ihr es ja gezockt, vielleicht könnt ihr euch an Flight Unlimited erinnern. Für mich war tatsächlich dann erst der Microsoft Flight Simulator irgendwann ein Begriff und auch den habe ich nie in der Hand gehabt. Ich fand das zwar nett, aber es hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen. Aber Flight Unlimited für 1995er Verhältnisse, wow, war auf jeden Fall auffallend. Im Heft ist mir sofort ins Auge gesprungen und ich dachte, da muss ich zumindest mal in den Testbericht reingucken. Ich war ja immer ein Hardcore LucasArts Adventure Verfechter und dementsprechend habe ich mich auch auf deren Produkte konzentriert. Man hatte ja begrenztes Taschengeld, das heißt einmal Full Throttle kaufen und da musste man dann schon mehrere Monate drauf hinarbeiten. Dementsprechend sind mir auch manche Adventure von anderen Softwarehäusern entgangen und so war es auch mit Prisoner of Ice. Ein richtig guter Ableger seines Genres, also Prisoner of Ice, habe ich mir später dann irgendwann noch angeschaut auf irgendeiner Budget-CD, glaube ich, war es mal drauf. Und das liegt bei mir auch auf dem Stapel. Das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, weil das war ein richtig gutes Adventure und das lohnt sich, glaube ich, immer noch. Also neben den guten Rätseln auch wirklich grafisch toll, aufmachungsmäßig hier mit Zwischensequenzen und allem. Das war also wirklich richtig gut. Also Prisoner of Ice, wer es nicht kennt, das ist auf jeden Fall nochmal ein Blick wert und ich werde mir es definitiv nochmal anschauen. Adventure-Liebhaber, Prisoner of Ice, das klappt. Wenn man dann, wie ich, dabei ist, die 90er noch einmal spieletechnisch aufzuholen, dann fällt einem natürlich auch sowas hier in die Hände. Star Trek A Final Unity. Und es ist mir damals total wirklich durch die Lappen gegangen. Warum? Ich war einfach überhaupt nicht auf Star Trek gepolt. Das kam bei mir erst später. Ich habe irgendwann The Next Generation nachgeholt. Also ich habe die nie geguckt, als die kamen. Ich glaube, im ZDF war das, sondern bei mir kam das erst später. Insofern Star Trek A Final Unity voll an mir durchgegangen. Ich werde versuchen, das auch nochmal irgendwo zu bekommen, irgendwo spielbar zu bekommen. Das interessiert mich extrem.
Denn der Testbericht liest sich wirklich gut. Also ich glaube, das ist wirklich eines der Spiele, die man sich noch heute gut anschauen kann. Die Grafik war gut, es sah dem Spielfilm zu verwechseln ähnlich, obwohl es tatsächlich gezeichnete Charaktere waren. Also auch die Hintergrundinfos um das Star Trek-Universum wirklich sehr umfangreich. Also Star Trek A Final Unity auf jeden Fall nochmal einen Blick wert, vor allem wenn man so wie ich es einfach verpasst hat. Eine Zeit lang hat man alles simuliert, was irgendwie simulierbar war, unter dem Namen Sim. Es gab natürlich Sim City, kennen wir alle. Dann gab es aber halt noch Sim Hospital, Sim Arndt, Sim Tower. Ja, Sim Tower. Und da hier ist Sim Tower. Man simuliert ein Hochhaus. Macht das Spaß? Keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt. Ich war auf Sim City und alles andere war für mich tatsächlich eher nicht. Grafisch noch ganz gut, war wohl aber der Spielspaß nicht ganz so gegeben wie bei den anderen Ablegern der Reihe, vor allem eben nicht wie bei SimCity 2000. Petra Maurer, da schreibt hier auch sehr viel Leerlauf, nicht wirklich das, was man erwarten möchte und was man gern spielen möchte, also Sim Tower. Keine Ahnung, wie gesagt, ja, man kann ja nicht alles spielen. Leider kommt auf den Screenshots nicht wirklich raus, wie genial sich das angefühlt hat, dieses Spiel zu steuern, dieses Shareware-Spiel aus dem Hause Apogee. Terminal Velocity heißt es, ist auch auf der CD drauf und ich erinnere mich, dass ich das gern gespielt habe. Ich habe es übrigens auch in der GOG-Bibliothek mittlerweile wieder. Habe es auch schon angeteasert, also macht immer noch eine Menge Laune. Was mich allerdings stutzig gemacht hat, hier steht im Bericht, dass man mindestens 8 Megabyte RAM gebraucht hat und das hatte ich in meinem ersten 486er gar nicht drin, in meinem DX33, da waren nur 4 drin. Da steht auch besser, wären 16 gewesen, also offensichtlich habe ich das irgendwie erst später gespielt. Aber ich weiß es einfach nicht mehr, es ist alles so lang her. Oh mein Gott. Wir schauen natürlich auch wieder auf die Spielecharts und zwar auf die Lesercharts. Hier sind neu dazugekommen jetzt die Karstadt-Charts. Karstadt-Charts, ist auch ein schweres Wort. CD-ROM und Floppy, das sind natürlich reine Verkaufscharts, die möchte ich nicht, sondern wir bleiben bei den Lesercharts wie die letzten Monate auch. Und was haben wir da? Wing Commander 3 ist auf Platz 1, sowie auch im Vormonat. Siberia auf Platz 2. Wow, Rebel Assault ist nach oben gewandert, von Platz 30 auf Platz 3. Huha, was ist da denn los? Dann haben wir Descent ganz oben. Dark Forces neu mit dabei. Alone in the Dark, Theme Park, Panzergeneral, Colonization, Bundesliga-Manager, Hattrick immer noch weit oben. Little Big Adventure, die Höhlenwelt, Bioforge, Aladdin, Lollipop, Magic Carpet, FIFA Soccer, das schwarze Auge 2, ist ein bisschen abgerutscht. Dann Sam & Max, Colonization, Wing Commander Armada, die Siedler, NASCAR Racing, Aces of the Deep, Cyclemania, Anstoß, Legend of Carandia 3 ist noch dabei, Ecstatica, King's Quest 7 und auf dem 30. Platz Cool Spot. Und natürlich schauen wir auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rosshirt. Das kann ich mir wie immer nicht nehmen lassen. Wer es nicht möchte, darf natürlich einfach ins nächste Kapitel springen. Aber ich habe mir wieder einen Leserbrief ausgesucht und er ist wieder mal ein aktuelles Thema im Jahr 95 und tatsächlich im heutigen Zeitalter tatsächlich immer noch. Also manche Themen haben sich auch innerhalb der letzten 30 Jahre kaum verändert. Mit dem Titel Nachschlag. Hallo Rainer, dies ist mein erster Leserbrief und ich möchte Ihnen Mike Röhl aus Ausgabe 595 widmen. Er wollte die Meinung von anderen Lesern über das Thema Macht der PC süchtig wissen. Nun, ich denke, nein, sicher nicht der klassische PC, wie er heute an vielen Orten anzutreffen ist. Also Bildschirm vor der Nase, Tastatur, Joystick oder Maus unter den Fingern, Tower auf oder unter dem Tisch, das Ganze mit CDs und Disketten dekoriert. So kann man höchstens von anderen Arbeiten abgehalten werden, für die Prüfung lernen, Wohnung aufräumen und so weiter. Bei Virtual Reality Systemen sieht es jedoch ein wenig anders aus. Da man hier sozusagen in die virtuelle Welt einsteigt, ist hier eine gewisse, wenn auch sehr kleine Gefahr für das Verlieren der richtigen Welt vorhanden. Doch meiner Meinung nach sind die bis heute existierenden Systeme viel zu unausgereift, um eine ernstzunehmende Gefahr darzustellen. Denn erstens fehlt der Reizinput der Tastsinne und der Geruchssinn wird auch nicht angesprochen. Nur gerade Gehör und Augen werden stimuliert, wobei man eigentlich auch nur beim Sound von Realität sprechen kann. Denn wenn ich von wandelnden Drei- und Vierecken umgeben bin
und dies erst noch in Ruckel-Hot-Hot-Manier, glaube ich nicht, dass eine Gefahr für die Flucht in eine andere, wenn auch nur virtuelle Welt besteht. Erst wenn diese Systeme so weit ausgereift sind, dass die erzeugte Welt auch wirklich fühlbar wird, besteht die Gefahr, dass man sich in der virtuellen Welt erzeugten Welt verliert. Erst wenn es möglich wird, dem Gehirn diese Umgebung mit allen Reizen voll zu Bewusstsein zu bringen, besteht auch die Gefahr einer Sucht. Ja, interessantes Thema, absolut aktuell. Und wenn der Rainer ein ernsthaftes Thema aufnimmt, dann antwortet er ja auch ernsthaft darauf. Es war um die Jahrhundertwende, das Gerät nannte sich Laterna Magica und erstmals konnte der verblüffte Zuschauer einen virtuellen Zug auf sich zurasen sehen. Wenn man es heute betrachtet, wirken diese grobkörnigen, ruckelnden Grau-in-Grau-Bilder fast schon lächerlich. Damals sorgten sie für Panik und Ohnmachtsanfälle im Publikum und wurden oft und gern als Teufelswerk bezeichnet. Zur Einführung des Tonfilms orakelten die Pessimisten auch von einer Verarmung der Fantasie und beschworen das Gespenst der Kontaktarmut, resultierend aus sprechenden Bildern, die menschliche Gesprächspartner überflüssig machten. Die momentane Diskussion zeigt wirklich haarsträubende Parallelen. Es liegt eben in der Natur des Menschen, Neuigkeiten erst ein bisschen argwöhnisch zu beäugen. In der letzten Ausgabe versuchte ich auch zu erklären, dass die Bezeichnung Sucht für diesbezügliche Bedenken eigentlich sachlich falsch ist. Zudem weigere ich mich zu glauben, dass in absehbarer Zeit ein realistisches Nachbilden der Wirklichkeit möglich sein wird. Gar zu komplex und vielseitig sind die Sinneseindrücke, aus denen sich die richtige Welt zusammensetzt. Virtuelle Systeme werden zwar immer besser, werden aber auch noch sehr, sehr lange ein müder Abklatsch bleiben. Womit wir wieder bei der eingangs erwähnten Laterna Magica wären. Erfreulich finde ich hingegen die Unmenge an Zuschriften zu diesem Thema. Offensichtlich scheint es unsere Leser doch sehr zu beschäftigen, was anschaulich vor Augen führt, dass sich Computerfreaks doch sehr viel mehr Gedanken machen, als ihnen gemeinhin zugetraut wird. Ja, Computer und Sucht, und tatsächlich glaube ich, haben viele tatsächlich hier eher so gedacht, wir verlieren uns da in einer virtuellen Welt. Ich glaube, dieses nicht mehr loskommen vom Bildschirm hatte damals keiner auf dem Schirm. Und die berühmten Online-Games, die dann wirklich richtig reingehauen haben, die waren da ja noch weit, weit entfernt. Jedenfalls, vielen Dank, Rainer, für deine vielen, vielen tollen Antworten. Mal lustig, mal ernst. Ich vermisse es total. Und falls du dieses Video siehst, herzliche Grüße von mir an dich. In der Hardware-Rubrik ist mir nur eines aufgefallen, hier beim Creative Labs Wave Blaster 2, die Zusatzkarte. Schaut mal, irgendwie war früher die Hardware inhaltlich zwar toll, aber außen eher nicht so wirklich sexy. Da hat man doch einiges dran gearbeitet, dass die Systeme heute gut aussehen. Ich meine, damals wäre ein Sichtfenster wirklich nicht sonderlich attraktiv gewesen, weil was hätte man da drin sehen sollen, außer eine Menge Kabel, kein Licht und dann diese wirklich nicht sehr hübschen Steckkarten. Zu der Zeit waren Quad-Speed-Laufwerke der neueste Schaha. Jedenfalls, ich hatte noch ein Double-Speed, aber hier kamen sie, die Vierfach-Speed-Laufwerke. Schaut hier auf den Stapel. Irgendwie sehen sie alle gleich aus, oder? So ein bisschen, ja. Man hatte dann noch Tasten für direktes Playback von CDs bei einigen, hatte auch teilweise noch Kopfhöreranschlüsse, also Klinke 3,5. Ja, sowas gibt es natürlich heute alles nicht mehr. Und die verschiedenen Hersteller haben sich eben da gegenseitig versucht auszustechen. Auch das gibt's heute natürlich alles nicht mehr. Wer nutzt heute noch ein CD-ROM-Laufwerk? Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Hollywood Pictures, Across the Rhine, sagt mir gar nichts. Dann Eingabegeräte, ein kurioses Bild und hier drüben Space Quest 6. Das kenne ich natürlich noch gut. Da ist sie schon, die Ausgabe 895, und natürlich fällt es einem sofort ins Auge. Es geht um Wing Commander 4. Oh wow, sensationelle Bilder von den Dreharbeiten. Das wird grandios, und natürlich hier Spiel des Monats High Octane Magic Carpet auf der Rennpiste. Ein schnelles Bullfrog-Rennspiel, wenn man die entsprechende Hardware hatte. Und auch wieder auf der Cover-CD-ROM ist einiges los. Auch das Heft ist wieder richtig dick. Ich sag's ja, Mitte der 90er war einfach spieltechnisch das absolute Paradies. Es würde mich freuen, wenn ihr auch wieder Lust habt, mit mir in dieses Heft reinzuschauen oder in eines meiner anderen Gameplay-Review-Videos. Bis dahin,
habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht hier auf diesem Kanal wieder.